Heute sprechen wir darüber, wie du auf und außerhalb von Etsy erfolgreich Werbung machen kannst. Ja, dazu musst du erst einmal wissen, wir haben ja schon darüber gesprochen, auf Etsy gibt es die Promoted Listings, also dass in den Suchergebnissen deine Produkte als gesponserte Produkte angezeigt werden. Und es gibt natürlich Google Shopping, heißt, deine Produkte werden auf Google Shopping angezeigt. Und dann gibt es auch noch Facebook Ads. All das kannst du direkt über Etsy machen. Und das ist sehr schön, aber es kostet auch Geld. Und wenn du gerade anfängst, ist es vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, direkt in ja, bezahlbare Werbung zu investieren. Nicht nur darum, weil du erstmal vielleicht ein bisschen Geld verdienen willst, sondern auch einfach darum, um zu gucken, wie der Markt aussieht. Ne? Weil Sachen, die man mit kostenloser Werbung nicht verkauft, wird man wahrscheinlich auch nicht mit bezahlter Werbung verkaufen. Oder schwer und teuer. Deswegen ist es auf jeden Fall erst einmal eine gute Idee, dafür zu sorgen, dass du gefunden wirst, dass deine Produkte irgendwie in irgendeiner Art und Weise schön angezeigt werden und du Menschen dazu bringst, in deinen Shop zu kommen und dort hoffentlich deine Produkte zu kaufen. Dafür gibt es im heutigen Internet zum Glück mehrere Möglichkeiten. Und das sind natürlich die Social-Media-Plattformen. Ja, du kennst sie garantiert, wir kennen sie alle. Wir reden hier über Pinterest, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, wie sie alle heißen. Es gibt noch tausend andere. Natürlich kannst und sollst du nicht auf einmal alle Social-Media-Plattformen bedienen. Das wäre ein bisschen überwältigend. Aber du solltest dir schon mindestens eine herauspicken, die du nutzt für dich, um Marketing zu betreiben. Marketing ist genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, als wie die Erstellung von Produkten. Weil ohne Marketing wirst du nur über das Etsy SEO auf Etsy gefunden. Und ja, viele sagen, das ist dann so ein Hope-Marketing. Ne? Ich hoffe auf das Beste. Ne? Ich hoffe, dass ich gefunden werde, Leute durchklicken und dann bei mir landen. Deswegen wesentlich besser ist es, dein Marketing ein bisschen zu steuern. Und das tust du zum Beispiel, indem du auf Pinterest deine Bilder postest. Darüber haben wir ja bereits gesprochen. Richtig schöne Pinterest-Bilder erstellen heißt im Umkehrschluss auch, ja, die Menschen dazu zu bringen, zu klicken, zu repinnen und Traffic auf deinen Shop zu leiten. Du kannst aber auch noch andere Plattformen nutzen. Das ist zum Beispiel Instagram, weil Instagram ist auch eine sehr visuelle Plattform und dort wirst du ebenfalls über Hashtags gefunden. Und ja, da ist das Problem, dass man natürlich auch sehr schnell nach unten durchrutscht, aber ja, es ist zumindest eine Möglichkeit gefunden zu werden, wenn du eine gute Menge an Followern, also Abonnenten hast, dann bestehen doch durchaus Chancen, dass du gesehen wirst und dass deine Produkte geliked werden, Leute durchklicken und dann bei dir im Shop landen. Dann gibt es natürlich noch Facebook und Twitter, aber beide Plattformen haben einen Nachteil. Postest du dort, dann rutschen deine Posts sehr schnell nach unten durch. Das heißt, wenn andere Posts nachkommen, rutschen deine nach unten und du musst immer und ständig wieder und wieder und wieder und wieder posten, um denselben Effekt zu erreichen wie auf anderen Plattformen. Aus dem Grund sind beide nur bedingt empfehlenswert. Eine dritte Plattform, die meiner Meinung nach für handgemachte Produkte bestens geeignet ist YouTube. Ja, YouTube-Videos sind einfach klasse, weil sie auch dafür sorgen, dass selbst wenn du schläfst, du noch Leute kriegst, die sich deine Videos ansehen. Und wenn dem so ist, dann hast du auch mitten in der Nacht die Chance auf einen schönen Verkauf, richtig? Ja, und auch da geht es wieder über SEO, ne, dass dein Video richtig optimiert ist und so in der Suchmaschine YouTube gefunden werden kann. Das hat seine Vor- und Nachteile, weil YouTube zu bedienen ist natürlich nicht ganz so einfach. Ein Video aufzunehmen ist ein wenig aufwendiger als ein schönes Bild zu erstellen. Okay, ich weiß, aber es ist durchaus lohnenswert. Bevor du jetzt anfängst, dich für alle Social-Media-Plattformen anzumelden, stell bitte einmal sicher, dass du dir eine einzige Plattform aussuchst. Also wenn du mich fragst, würde ich wahrscheinlich Pinterest nehmen und mich nur darum kümmern und versuchen, genau die Plattform so richtig in den Griff zu bekommen und darüber viel Traffic auf meinen Etsy-Shop zu führen und von da aus dann weitergehen und gucken, ob ich noch YouTube oder Instagram hinzufüge. Aber immer eins nach dem anderen, weil du sollst nicht völlig überwältigt hinterher alles von dir werfen und keine Lust mehr auf deinen Etsy-Shop haben. Deswegen ist es definitiv besser, wenn du erst einmal ja klein anfängst sozusagen und eine Plattform richtig zu bedienen lernst. Und dann kommt der Traffic von ganz alleine und dann wirst du sehr wahrscheinlich auch von ganz alleine schon Verkäufe erzielen.